Das neue Jahr startet hier in-game mit einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Es wird sehr, sehr heiß. Spieltag 16, Hinrunde ist noch nicht vorbei. Wir haben da noch ein Spiel. Und dann, ja, werden wir sehen, die Hinrunde werden wir gut abschließen. Wir stehen immer noch oben mit dabei. Die letzten Spiele waren jetzt nicht so verheißungsvoll. Leipzig haben wir zwar gewonnen, aber auch wieder spielerisch nicht so ganz das Beste gezeigt gegen Bayern zu Hause. Gut, das war eine Leerstunde. Ja, starten wir rein. Labern wir gar nicht lange rum. Transfermarkt ist halt schwer im Winter. Ich habe euch das gesagt. Ich werde meine Augen offen halten, aber für 8 Millionen, was wir zur Verfügung haben, da jemanden im Winter zu holen, auf Leihbasis oder sogar fest verpflichtet, das wäre dann aber erst wieder für den Sommer. Das ist halt quasi unmöglich. Man kann so ein paar Talente beobachten lassen und ein paar Spieler, das habe ich auch gemacht. Und mal gucken dann im Sommer, da werden wir dann wieder zuschlagen. Da ist dann das große Fenster, das Transferfenster für neue Spieler. So, und jetzt bin ich gespannt, wie das hier läuft gegen den VfB. Die stehen auch nicht ganz so schlecht da. Ich glaube auf dem 8. Platz oder so. Wir sind Dritter. Und wir gucken mal. Usun hat vielleicht die erste Chance. Fofana. Da ist gerade jemand frei. Usun läuft sich immer wieder schön frei. Aber wir werden da direkt zugelaufen. Aber da muss ja auch irgendwo gezwungenermaßen mal eine Lücke sein. Also wenn 2, 3 Spieler draufgehen vom Gegner, dann muss ja irgendwo auch mal eine Lücke sein. Und die müssen wir halt so gut es geht bespielen. Ekitike, ja, wird super freigespielt. Und der erste Schuss. Aufs Gehäuse der Stuttgarter. Liszek setzt nach. Es gibt leider Abschluss. Schade. Aber genauso kann es funktionieren hier. Wir können zum Beispiel nicht so Transfers machen. 56,3 Millionen. Johan Boni gewechselt von Barcelona zu Leicester. In diesen Sphären, da befinden wir uns halt nicht. Wir haben jetzt gerade mal 8 Millionen noch zur Verfügung. Das wird dann im Sommer erst wieder aufgestockt. Da werden wir dann auch wieder ein paar Spieler verkaufen müssen und so weiter und so fort. Aber dass wir uns mal einen Spieler für 56 Millionen leisten im Winter, das ist halt nicht bei uns. Ist halt nicht möglich. So. Die Stuttgarter kommen. Mio, Burkhardt auch. Unter anderem 2 gute Spieler. Vor allem vorne Johnny Burkhardt, ey. Richtig guter Mann. Und der auch hier wollte Made. Aber Dimitrios dazwischen. Sehr schön. Den zum Beispiel, den werden wir wahrscheinlich zu Geld machen müssen im Sommer. Da wird es viele, viele Angebote geben. Wahrscheinlich auch um die 70, 80 Millionen gehe ich mal von aus. Wenn nicht sogar noch mehr. Lassen wir uns dahingehend mal überraschen. Nächster Angriff. Liszek kriegt da den. Nee. Geht der ins Aus? Nein, natürlich auch nicht. Da fehlen wieder so die berühmten Zentimeter. Aber Rega ist da. Und die Chance umzuschalten nach vorne. Wie schnell geht's? Ja, die Stuttgarter, die stehen sofort wieder uns direkt auf den Füßen. Da ist sehr viel los vorne beim VfB. 4 Mann. 4-2-2-2 ist ja deren Formation. Und wir machen es wie immer über den Flügel. Über Brown, Ekitike in der Mitte. Kriegt den Ball aber nicht gut. Das sind halt wieder so Alibi-Flanken. Ey, das ist so halbgar. Das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Schade, weil ich finde, über Flanken kann man eigentlich so viel mehr machen und viel mehr erreichen. Aber nicht so, wie wir das machen. Ja, es ist ein Geduldsspiel. Also es geht nicht so flüssig und nicht so reibungslos. Ja, klar, der VfB ist natürlich jetzt nicht auch irgendeine Thekentruppe, wie ich immer gerne zu sagen pflege, aber wir können das auf jeden Fall gewinnen. Usun aus Spitzenwinkel. Warum nicht Usun? Hätte auch durch die Beine gehen können. Rebound ist da. Liszek hat den Ball und Munoz kommt da nicht ran, guckt man das, guckt. Und dann haben wir gar keine Chance, uns zu drehen, geschweige denn den Ball vorne schnell reinzuspielen. Dann brauchen wir Fofana, der hier den Durchbruch macht. Fofana! Und Bredlo im Tor. Ja, also wir müssten uns da mal bald belohnen. Wir haben die Aktion nach vorne. Es sieht sehr gut oder halbwegs gut aus. Hinten lassen wir nichts zu. Da steht die Defensive mal zur Abwechslung. Aber das kann auch von einem auf den anderen Moment natürlich auch ganz anders aussehen. Da können wir uns auch mal locker 2 Gegentore innerhalb von 5 Minuten holen. Hoffentlich nicht. Brown. Nächster Angriff. Der hatte übrigens im Winter ein Angebot von Stuttgart. So kurz vorm Spiel, weißt du, da wäre ich direkt sauer. Fofana, schade. Für 8,3 Millionen oder so. Und dann auch gerade zum direkten Ligakonkurrenten, ne? Ist ja nicht so, als wenn die so ein bisschen Unruhe da schüren wollten wahrscheinlich. So kurz vorm Spiel. Und beim VfB geht das auch schnell, zu ungenau. Gott sei Dank, Rega macht das. Und wie gesagt, so die Verteidigung steht da. Also es ist gut. Wir kriegen momentan alles wegverteidigt. So das, was der VfB so ein bisschen anbietet. Aber auch nach vorne hin. Ihr seht, das ist sehr, sehr viel hartes Stückwerk, viel Arbeit.
Und viel, viel Geduld. Fofana, ja, kommt nicht in den Zweikampf rein. Jetzt 2 gegen 1, De Kuiper. Und Rega passt auf. Und jetzt Platz. Aber der muss auch ankommen. Er kommt halt nicht an. Das verstehe ich auch wieder nicht. Da ist so viel Platz. Ein Profi wird doch mal hinkriegen, den Ball über 20 Meter zu seinem Mitspieler zu spielen, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Diese Ungenauigkeiten. Aber wie gesagt, du bekommst im Winter auch nichts Günstiges, Gutes. Das ist nicht möglich. Das ist überhaupt nicht möglich. Und das ist halt auch wieder nicht möglich, dass Mio frei zum Schuss kommt. Der erste Schuss vom VfB und direkt das 1-0. Es geht genauso weiter, wie das alte Jahr aufgehört hat. Wir sind aber auch da wieder eigentlich genug Leute. 2, 3 Mann. Und dann geht wieder keiner ran. Hier, da sind genug Leute. Fofana, Dimitriou. Die laufen da alle vorbei. Und Mio haut halt dann mal so einen Sonntagsschuss raus. Sein drittes Tor erst im 15. Spiel. Also auch das natürlich wieder passend. Aber egal, auch hier weitermachen. Es hilft nichts. Wir müssen das jetzt irgendwie zusammen hier durchstehen. Diese Phase, wo es spielerisch, denke ich, nicht so gut aussieht, wo wir aber Ergebnisse brauchen. Aber wir müssen dann halt auch die Zweikämpfe gewinnen. Burkhardt kommt nochmal kurz vor der Pause. Jetzt brauche ich nicht noch ein zweites Gegentor. Woltemade. Kriegen wir nochmal die Chance umzuschalten? Nee. Da wären auch wieder, schaut euch das an, 5 gegen 4 gewesen oder 6 gegen 4. Das wäre auch wieder nicht gut ausgegangen. Also der VfB führt 1-0. Bisschen glücklich, muss ich sagen. Hat sich jetzt, guck mal, der erste Schuss. Den willst du eigentlich verarschen. Gut, unser XG-Wert ist jetzt auch bei 0,7. Das heißt, unsere Chancen waren jetzt auch nicht so riesig, dass man hätte sagen können, Führung wäre verdient gewesen. Aber auch nicht für den VfB. Also ist das so ein, ja, klassisches 0-0, würde ich fast sagen. Ich stelle auch hier auf 4-4-2. Versuche auch hier die breitere Formation, Variante. Anders geht's nicht. Anders wird es nicht gehen und funktionieren. Aber dieses Verhalten hier in den Zweikämpfen. Wir stehen einfach zu weit weg. Wir sind dann zu spät an unseren Gegnern. Oh, und wir reißen Lücken für den Gegner. Das gibt's nicht. Mio mit der nächsten Chance. Weißt du, den macht er da nicht rein. Der war weitaus leichter, ja, aus 10, 11 Metern den reinzumachen, als der Schuss von außerhalb des 16ers. Na gut, wir beschäftigen uns nicht mit dem Gegner. Wir müssen uns mehr hier mit unserer Mannschaft beschäftigen. Adingra, schade, der Ball wäre durchgekommen. Oder wäre fast durchgekommen, dann wäre das eine große Chance gewesen. So kommt der VfB über Undav. Über Außen Rega. Oh, das ist zu einfach. Das ist wie im Training. Das ist echt wieder lächerlich, was wir hier machen. Dimitriou, Woltemade. Oh, Achtung, der Rebound. Burkhardt. Und wieder Santos. Also das ist wirklich auch vorhersehbar. Diese Bälle, zack, 1, 2, 3 Mal direkt gespielt. Die lassen uns aussehen wie Schuljung. Und auch da, was laufen wir da für große Bögen? Und es geht wieder keiner drauf. Ekitike muss hinten mithelfen. Zum zweiten Mal. Sehr, sehr gut. Sonst wäre der nämlich auch reingegangen. Und da genau das Gleiche. Da ist so ein großer Radius, aber wir schaffen es immer wieder, den Ball dem Gegner in den Fuß zu spielen. Das ist die wahre Pracht. Das ist super. Für den Gegner natürlich. Achtung, nächste Chance. Dimitriou ist dazwischen. So, Rega, kriegt er den jetzt? Nein, natürlich wieder nicht. Kommt er wieder nicht zum Mitspieler. Warum nicht? Ist doch nicht so schwer. So, nächster Angriff. Guck mal, das Adingra wird da abgeräumt, aber Vorteil. Ekitike ist jetzt durch und das muss der Ausgleich sein. Jawohl. Nach einer Stunde mit Wut im Bauch, mit Gewalt und mit viel Übersicht und Vorteil des Schiedsrichters. Sehr gut. Und endlich mal ein Angriff vernünftig zu Ende gespielt. Und es sieht wieder so leicht aus. Hier, Ball in die Tiefe. Und Ekitike macht's doch. Der ist doch da, wenn man ihn braucht. Ich sag ja, ich habe das vor ein paar Parts schon gesagt, wenn ich nicht schon graue Haare hätte, würde ich spätestens bei dieser Karriere welche bekommen. Also das ist Wahnsinn, dass man hier erlebt, was für Spiele, Spektakel, völlig wahnwitzige Spielentwicklungen. Also das mag man sich in den Träumen gar nicht ausmalen. So, und jetzt halt die Frage, Antwort des VfB. Rega ist dazwischen, sehr schön. Und jetzt bitte, bitte mal einen vernünftigen Ball zu deinem Mitspieler. Adingra ist durch. Und Ekitike ist auch wieder durch. Der kriegt den Ball. Allein gegen 4, 5 Mann. Chabot kommt nicht. Ranu und Usun. Wir brauchen jetzt die Abschüsse. Wir brauchen einfach auch aus der Entfernung mal die Schüsse und auch mal ein Eckballtor vielleicht. Wie wär's? Wer hat Bock?
Adingra, schöne Flanke. Da ist Demetriou, Aufsetzer! Mit Ansage! Und Spiel gedreht. Und für ihn freut mich das so ungemein. Der jüngste Spieler in der Mannschaft. Und Demetriou. Ja, per Aufsetzer. Mit Ansage auch. Irgendwann musste es mal so weit kommen. Schöne Eckball und dann schraubt er sich hoch und dann, der ist schon fast 2 Meter in der Luft. Vertikal, ja gut, 2,76 Meter. Und dann schön per Aufsetzer, keine Chance da für Bredlo und für, ich weiß gar nicht, wer da noch auf der Linie stand, aber ist ja auch egal. 2-1, Spiel gedreht, Ekitike und Demetriou. Ja, und vielleicht braucht man einfach sowas mal als Mannschaft, ne? Rückstand, Spiel gedreht, aber aufgepasst. Gegner ist schon wieder da, Burkhardt. Munoz, da kommt jetzt auch die Flanke, den müssen wir aber haben. Rega ist da und Koopmeiners. Und die nächste Chance umzuschalten, schade, da war er aber gerade noch vor seinem Gegenspieler, deswegen habe ich gespielt. Jetzt kommt Munoz und jetzt kommt Demetriou, sehr, sehr schön gemacht. So, und jetzt unten, kriegt er den ganz unten hin, das wäre so, so wichtig. Schöner Ball auf Lisztisch, den kriegt er auch noch. Jetzt Usun und Ekitike. Wer will den Ball? Ekitike vielleicht? Ja, der kriegt den auch. Und Usun mit dem Abstauber. Und 3:1. Das tut gut. Da entlädt sich mal der ganze Frust. Ist mir auch egal, wie wir die Tore schießen. Das war jetzt auch wieder so ein Abstauber. Aber da fragt niemand nach. Niemand fragt mal nach, wie wir die Tore geschossen haben. Schöner Kopfball. Bredlo kommt gerade noch so ran. Und dann ist halt Usun da. Da musst du halt dann auch stehen. Wie sagt man so schön, Ballerwartungshaltung und dann einfach rein ins Tor. Rein ins Tor, rein ins Glück. Jetzt haben wir die Zeit mal so ein bisschen zu wechseln. Nur wen ist die Frage? Ich wünsche mir und ich hoffe, dass bald Fofana wieder fit ist. Wir können jetzt mal Buta reinbringen. Da bin ich mal auch gespannt. Der kann auch die linke Seite beackern. Dann bringen wir Skiri vielleicht rein für Fofana. Und vorne, klar, Huguduru für Uso. Und dann haben wir nochmal eine Doppelspitze, um das Ganze wirklich nochmal ein bisschen klarer zu machen. 3:1, eine schöne Ausgangsposition, ist natürlich noch nichts entschieden, weil der VfB hat halt noch 20 Minuten Zeit. Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Besonders die zweite Halbzeit nutzen wir auch die Chancen, spielen auch ein bisschen zielstrebiger nach vorne. Keeper muss kommen, Keeper kommt. Und jetzt muss der Gegner hier irgendwas machen. Und die werden, glaube ich, ein bisschen was machen. Das heißt, es werden sich auch hoffentlich Lücken ergeben. Rega, Adingra, Ekitike vorne. Ja, schön, schnell und direkt. Wen sehen wir? Uso und... Nein, ach Quatsch, das ist ja Duro. Quatsch, Uso ist so ausgewechselt. Mein Gott, jetzt erkenne ich meine eigenen Spieler schon gar nicht. Hugo Duro. Die goldene Hand des Trainers wieder. 4:1. Und das ist auch wieder ganz, ganz merkwürdig. Auf einmal klappt es wieder. Die Laufwege stimmen, die Pässe kommen an, die Spieler laufen sich frei, wir haben die Freiräume, es klappt auf einmal. Ist ganz, ganz merkwürdig, oder? Gut, den hätte ich auch noch irgendwie reinbekommen mit der Spitze. Aber auch für Duro, ey, verdreht ihr da nicht den Nacken, beziehungsweise das Genick. 4:1. Also wir melden uns im neuen Jahr mit einem Schützenfest an. Nach dem Rückstand natürlich auch wieder, aber haben wir gute Moral gezeigt, ja? Das hat die Mannschaft auch drauf. Wieder zurückzukommen, zu zeigen, die nötige Qualität, die Ruhe. Aber der VfB will nochmal. Burkhardt, Undav, Achtung Undav und Santos. Und unten ist es frei, schöner Ball, da kommt zwar der Gegner, aber komm, der kommt an, super Ball, bisschen zu ungenau. Und der VfB kommt nochmal über Johnny Burkhardt. Wieder Undav, in der Mitte, ja, Demetriou, wichtig. Ja, das war nicht so gut, mal wieder. Aber gut erahnt. Ich habe das schon im Gefühl gehabt, dass er den Ball dahin spielt. Nächste Chance, Ekitike. Duro, der VfB löst jetzt hinten die Abwehr auf. Und wir haben den Platz. Aber der VfB auch. Es sind noch 4 Minuten, also es wird zum Sieg reichen. Es war auch wieder ein sehr, sehr wildes Spiel. So eine Art Geduldsspiel hatte ich am Anfang gesagt. Dann sind wir in Rückstand geraten, haben dann aber gut reagiert. Haben dann den Rückstand aufgeholt. Achtung! Und der VfB kommt noch zum Ehrentreffer. 4:2. Und auch wieder viel Spektakel. Viele Tore. Also, es wird nie langweilig. Da haben wir auch nicht gut gestanden. Da hätten wir auch... Ja, ich weiß nicht, was war da wieder der Fehler? Also irgendeiner, wie gesagt, muss da vorne alleine drauf gehen. Das kann nicht sein, dass ich 2 Verteidiger gleichzeitig spielen muss. Das ist nicht möglich. Noch nicht.
Vielleicht in einem der nächsten EAFC-Spiele, EAFC 27, 28. Weiß der Geier. Oder weiß er nicht. Jetzt kommt nochmal Duro. Der hat nochmal Platz. Duro! Was für ein Abschluss! Und eine Hand ist voll. 5-2. Ja, mit das schönste Tor, glaube ich, an dem Nachmittag. Also der Kopfball von Demetriou war auch nicht schlecht, aber den schweißt er einfach mit dem Frust oben rein. 14 Meter. Wow, nichts zu machen. Perfekt den Knick. Ja, und das war's dann. Also 5-2 geht's dann wahrscheinlich am Ende aus. Viel besser gespielt, okay, haben wir, als gegen Leipzig und Bayern, weil wir auch die Räume hatten. Ja, komischerweise, es kam jeder Ball auch an, die Laufwege haben gestimmt, wir hatten den Platz, wir haben die Chancen genutzt. Ja, und am Ende starten wir mit einem 5-2 ins neue Jahr. Richtig und wichtig. Signal an die Konkurrenz, wir sind da. Die Faust ist geballt und so geht's hoffentlich weiter. Leverkusen gewinnt, Dortmund verliert, Leipzig spielt unentschieden. Also ihr seht auch die Konkurrenz, die patzt ab und zu. Und das spielt dann uns in die Karten. Jetzt gibt's ein Wiedersehen mit meiner alten Truppe. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Preußen Münster auf dem 10. Platz. Das freut mich wirklich sehr. Ich kann euch ja mal zeigen, wen ich so alles habe beobachten lassen. Dass ihr auch mal da auf dem neuesten Stand seid. Ich habe übrigens auch einen Jugendscout entsendet nach, wohin? Brasilien natürlich. Da gibt's die besten Spieler. Mal gucken, vielleicht. Also ich habe mal für jede Position, für jeden Bereich. Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, ZOM bei unserer Formation und natürlich auch ein Stürmer. Weil im 4-2-3-1 hat man ja 3 ZOMs. Ja, wenn wir dann auf 4-4-2 stellen, Stürmer, Rechtsverteidiger, Linksverteidiger. Vielleicht ist ja da der nächste Roberto Carlos, der nächste Carlos Alberto, der nächste Cafu. Mein Gott, was war das für Legenden früher? Nicht schlecht. So, und des Weiteren, warte mal, Transfers, genau. Transferzentrale, schauen wir gerade nochmal hier. Erhaltene Angebote, Brown, VfB Stuttgart, vorm Spiel. Am Arsch, die Antwort hat er auf den Platz gegeben. So, Wunschliste. Und zwar, wen hatte ich denn? Unter anderem, ja gut, hier, die sind einfach, ja, zu teuer für den Winter. Für den Sommer eventuell, hier, eine Rückkollektion von Mamouche. Hätte irgendwie was, ist auch erst 28, also im besten Fußballalter. Ferguson wäre einer fürs ZOM zum Beispiel. Ich habe dann mir Schinter Appelkamp, den müsste ich mal beobachten lassen. Den wollte ich beobachten lassen. Dann hatte ich hier Finn Asas oder Finn Aces, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Und Alvaro Montoro. 3 Leute fürs ZOM, auch noch relativ jung, also eher 20 Jahre, 27. Vielleicht für den Sommer. Schinter Appelkamp wollte auch die Eintracht, glaube ich, in echt haben. Da hatten sie auch mal ein bisschen dran gebaggert. Aber gut, wir spulen vor. 3 Tage noch, dann gibt es das Wiedersehen. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Hier gibt es schon mal für Paxton Aronson ein Angebot. Oh, da muss man natürlich drüber nachdenken. Jetzt im Winter. Aber da ist dann die Frage, ist das jetzt für den Sommer oder wechselt der dann im Winter oder so? Weiß ich ja nicht. Weil 10 Millionen, 10,5 oder 12 Millionen für Paxton Aronson, wenn ich dafür noch irgendeinen guten kriege. Aber das ist halt auch nicht gegeben. Ich lehne erstmal ab, vielleicht kommen da noch ein paar andere Angebote, aber das ist im Winter echt sauschwer und ich weiß nicht, wenn das wieder so ein Fail wird wie bei Münster, wo ich mir auch angeblich jemanden für den Winter geholt habe, der dann aber erst im Sommer kam, dann bringt mir das halt auch nichts. Dortmunder stocken auch auf für João Pedro natürlich, 47 Millionen. Die haben das Geld. So, schauen wir mal, Gegneranalyse, wer spielt denn da? Letzten 5 Spieler haben sie alle nicht verloren. Angriff mit einer 89, wie gesagt. Dieser Fofana, der hat eine Freigabesumme von über 100 Millionen. Der hat eine, weiß nicht, was für eine Stärke, 90 oder so, 88. Das hat mich so gewundert. Aber ansonsten sind sie noch alle da. Rembeck ist da. Abildgaard, das war der, den ich eigentlich im Winter holen wollte, der dann erst im Sommer kam. Fofana vorne, Mustafa Hegimoglu, Wanner. Ja, meine alte Truppe. Spielen immer noch im 4-2-3-1. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich. Aber dieser Fofana, den müssen wir uns noch mal ganz kurz angucken. Das ist wirklich ein Vieh. Fofana, wo ist er denn? Lass mich den mal über Transfers suchen. Profi suchen und dann schaue ich da jetzt einfach mal. Fofana. Ich hoffe, dass wir den so finden können. Jetzt muss ich gucken, wie der heißt. Emanuel Fofana, glaube ich, war das, ne? Der. Schaut euch den an. Der hat eine 89, 222, ich habe gedacht, ich fall vom Glauben. Hat aber nur ein Gehalt von 53.000, ey. Krass, dass er sich so entwickelt hat über den Sommer. Da habe ich mir natürlich in den Arsch gebissen, ey. Da habe ich mir gedacht, Wahnsinn. Hätte ich den Vertrag mal aufgelöst. Den kann ich mir natürlich nicht holen, ja. Aber da bin ich gespannt, wie der gegen uns spielt. Das wird eine richtig schwere Aufgabe, den zu verteidigen. Und ansonsten freue ich mich aufs Wiedersehen mit meiner alten Truppe in Münster. Macht's gut, bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.